Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 35T von Academy Maßstab 1:35. Ja, das ist noch ein weiterer Ableger des ursprünglichen CMK-Bausatzes. Der wurde mittlerweile schon von mehreren Herstellern auf den Markt gebracht, nämlich CMK, Revell, Tamiya und Academy. Der Bronco-Bausatz, den es von dem Fahrzeug gibt, der ist eigenständig. Allerdings unterscheiden sich die Bausätze der anderen genannten Hersteller ziemlich stark. Der CMK-Bausatz, der ist eher grob gehalten, aber dann Tamiya vor allem hat da schöne Verbesserungen beigefügt, die das Ganze ein bisschen aufwerten. Und Academy ist hier auch noch einen Schritt weiter gegangen. Und das wollen wir uns mal im Detail anschauen. Wenn man die Schachtel öffnet, findet man in diversen Beuteln immer 2 bis 3 Gießäste. Finde ich, ist eine durchaus sinnvolle Verpackungsart. So wird nichts beschädigt und alles ist gut geschützt. Schauen wir uns zuallererst mal das ganze Zettelwerk an, das dem Bausatz beiliegt. Da haben wir hier zweimal Zettel mit Sicherheitshinweisen. Und hier dann der eigentliche Bauplan. Da haben wir hier eine Farbtabelle, die sich auf Hambro-Farben bezieht. Mr. Color, Live Color, Testors, Revell und Vallejo. Das ist eine sehr schöne Auswahl. Dann haben wir hier eine Zeichenerklärung, nochmal Sicherheitshinweise und dann können wir endlich loslegen. Der Bauplan ist ein großes Stück Papier, das sich ineinander falten lässt. Das Format pro Seite ist immer DIN A4. Hier dann die erste Baustufe, geht es mit der Unterwanne los. Das Ganze sieht recht vernünftig aus, ist in Englisch und Koreanisch beschriftet. Das Fahrwerk ist natürlich hier besonders interessant. Das ist recht diffizil an sich, ist aber hier relativ einfach zum Bauen, wie ihr seht. Es sind nur Haufen kleine Laufrollen zu verbauen. Schön ist auch, dass die neuen Bauteile häufig so dunkel unterlegt sind. Dadurch behält man gut die Übersicht. Das ist ja auch schon der erste Unterschied zu den vorigen Bausätzen der CMK-Klone der anderen Hersteller. Ist mir bei den vorigen nicht aufgefallen, dass hier eine Ersatzrolle an der Wanne beiliegt. Dann hier die Ketten, die liegen als Segmentketten bei. Das bedeutet, es sind immer längere Stücke dabei und dann um die Kurven rum hat man einzelne Kettenglieder. Das Schöne hier bei dem Bausatz ist, dass der Kettendurchhang schon von Haus aus gegeben ist. Man muss da also nicht selber rumbiegen. Beim CMK-Bausatz war es so, da war das ein gerades Stück. Und bei Tamiya lagen noch 1 oder 2 zusätzliche Kettenglieder bei und man konnte sich mit Hilfe einer Schablone den Durchhang hier selber kreieren. Ging auch hervorragend natürlich, aber die Lösung gefällt mir schon gut. Dann geht es weiter mit dem Aufbau. Hier liegt auch eine Fahrerfigur bei und eine Kommandantenfigur. Academy-Figuren hauen mich meistens nicht so vom Sockel. Ist aber trotzdem nett, dass das beiliegt. Ja, so kleine Details. Luken sind zum Öffnen. Hier dann zusätzliche Benzinkanister und die ganzen Halterungen dafür. Das war hauptsächlich im Frankreich-Feldzug und Russland-Feldzug gegeben. Ich denke, für ein Fahrzeug des Polen-Feldzugs braucht man das nicht unbedingt. Auch sehr schön der Auspuff. Ich glaube, der war bei den vorigen Bausätzen immer gespalten und man durfte da ziemlich viel spachteln. Hier ist es ein Stück. Bin mir aber nicht ganz sicher, kann mich da auch täuschen. Hier dann der Zusammenbau des Turms. Hier einteiliges Rohr. Ist auch sehr schön. War früher auch ein bisschen heikel mit 2 Teilen und weiß ich.
Ich glaube sogar die Mündungsbremse war zweiteilig. Die ist hier natürlich mit diesen vielen kleinen Löchern, kann man sehr schwer verspachteln. Aber hier ist es ein Stück. Das ist ja sehr schön, das nimmt uns Arbeit ab. Die Turmluke hat innen auch Details. Gab es früher auch nicht. Heißt also, man konnte bei den anderen Bausätzen diesen Klodeckel, ja, nenne ich es mal, nicht öffnen. Bei dem Bausatz kann man es aber. Und man hat sogar eine Figur dafür. Hier dann das Abschleppseil. Hier werden dann auch die Unterschiede erklärt. Hier einmal 6. Panzerdivision Frankreich 1940. Kommt das Seil hier ran. Und 6. Panzerdivision Russland 41. Kommt das Seil vorne hin. Und hier kommen noch mehr Kanister hin. Hier hinten finden wir dann noch ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Ja, seht, es ist nicht so übermäßig viel. Und hier unten ist auch noch schön ein Hinweis des Prager Militärhistorischen Instituts, die hier Unterstützung geleistet haben. Finde ich sehr schön, so eine Kooperation. Dann die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Variante 1, 6. Panzerdivision Frankreich 1940. Fahrzeug ist grau. Hat hier dieses Schild. Sieht man bei frühen deutschen Panzern ziemlich oft. Jawohl. Und Nummer 2, 6. Panzerdivision Russland 1941. Selbe Farbe, andere Abziehbilder und unterscheidet sich halt in der Beladung von der vorherigen Variante. Interessanterweise von genau dem Fahrzeug habe ich einige Fotos gesehen im Nordabschnitt der Ostfront, wenn mich nicht alles täuscht. Ist also sehr gut dokumentiertes Fahrzeug. Dann schauen wir uns die Bauteile des Bausatzes an. Hier mal die Seitenwände und der Boden der Unterwanne. Wie man sieht, sehr schöne Nietendetails. Das Fahrzeug lebt natürlich davon. Die ganzen Niete und so weiter sind hier ein besonderes Detail natürlich. Das ist die Frontplatte. Innen haben wir natürlich keine Details. Innenraum im Prinzip nicht vorhanden. Dafür aber eine Fahrerfigur. Das hier ist der Aufbau oben. Ihr seht es vielleicht durchs Schimmern, dass es eine recht schöne, leicht angeraute Oberflächenstruktur hat. Hier die Sehschlitze, mehr Nietendetails, auch an der Seite. Und am Heck sehen wir hier feine Scharniere. Der Turm ist ein bisschen glatter, aber trotzdem sehr schön detailliert. Und das Tolle ist, das ist schon mal ein Teil, man muss sich da also nicht aus mehreren Platten da irgendwas zusammenzimmern. Dadurch vermeidet man natürlich kleinere Lücken, wo man irgendwie spachteln müsste später. Hier haben wir dann diverse Teile der Wanne. Hier zum Beispiel am Heck, die Heckplatte im Prinzip, Auspuff vor, Wagenheber. Ihr seht, da ist wirklich kein Makel zu erkennen, alles ist sehr sauber gegossen. Auch sehr scharf die Details der Blechstöße und der Nieten. Das sind natürlich Welten, wenn man das mit dem Urahn vergleicht, dem CMK-Modell. Da hat sich schon viel getan. Die haben die Gussformen schon ziemlich aufgehübscht, beziehungsweise Academy, glaube ich, hat das Ganze auch neu arrangiert. Also die Teile sind im Prinzip die alten, nur wie sie eben am Gussast hängen, das sieht alles anders aus. Das ist also neu aufgebaut und weil dann eben die Gussformen auch neu sind und mit neuer Fertigungstechnik hergestellt sind, sind die Teile einfach auch viel schöner detailliert.
Also das Ganze wirkt für mich wie ein Tamiya-Bausatz. Der Gießast liegt zweimal bei und enthält ganzen Fahrwerkskomponenten. Da haben wir jede Menge kleine Laufrollen und Blattfedern, Antriebsräder und so weiter. Ja, also jetzt nicht zu viele Befestigungspunkte, das heißt, das Ganze lässt sich, glaube ich, ganz gut auslösen. Die Laufflächen haben keinen Grad, heißt also, wir müssen nur die 2 Punkte hier versäubern. Die Blattfedern wirken ein bisschen platt, aber ja, auch von der Seite. Da ist jetzt nicht so viel Detaillierung dran, kann man sich aber mit was behelfen, da komme ich später drauf. Hier noch ein Gussaschpaar, liegt auch zweimal bei, enthält die Ketten und die ganzen Kanister. Nun, die Ketten sind wirklich das große Plus vom Bausatz. Die haben jetzt nämlich gegenüber dem CMK-Bausatz keine Auswurfmarken mehr an der Außenseite und verfügen auch innen über Details. Beim alten Bausatz war hier alles glatt, waren nur die Zähne und diese Löcher vorhanden. Ja, 3 Befestigungspunkte pro Einzelglied, das ist okay. Ansonsten keine Fischhäute in Sicht und vor allem keine Auswurfmarken. Hier kann man dann auch sehen, wie der Durchhang schon simuliert ist. Da müssen wir also uns auch nicht drum kümmern. Also die Ketten sind ziemlich, ich sag mal, rund erneuert. Hier dann die frühen deutschen Kanister. Ja, in der typischen Art und Weise. 2 Hälften, Tragegriff und hier vorne dann der Verschluss, so wie man das kennt. Und natürlich in reichlicher Ausführung. Hier haben wir noch mehr Turmteile und die Besatzungsfiguren. Das ist hier die Luke des Kommandanten. Ich nenne das immer Klotdeckel. Bei den alten Bausätzen gab es da keine Innendetails. Das liegt jetzt alles bei. Das freut mich am meisten, weil ich finde, bei dem Fahrzeug sieht es besonders interessant aus, wenn dieser riesen Deckel so offen steht. Ja, hier die ganzen Visiere und Sichtschlitze für die Kommandantenkuppel. Und hier haben wir die Figuren. 4 Köpfe für 2 Figuren, finde ich recht schön. Zweimal mit dem frühen Panzerbarett, zweimal mit Schiffchen. Und die ganzen Jungs haben die Kopfhörer auf. Aber das Ganze wirkt doch ein bisschen, ja, knubbelig. Das ist nicht wirklich Stand der Technik. Und da ist auch ziemlich viel Grat dran. Uniformdetails sind okay. Das wirkt halt alles wie eine Tamiya-Figur. Die mag ich persönlich nicht so arg. Aber ich finde besonders für Anfänger oder Leute, die selten Wehrmachtsfahrzeuge bauen, ist das interessant, weil man da schon Figuren dafür hat. Muss man sich keine zusätzlichen zulegen. An dem kleinen Gießast findet man noch die ganzen Halterungen für die Benzinkanister, die dann aufs Fahrzeugheck kommen. Sieht ja sehr filigran, da gibt es nichts zu beanstanden. Als Abschleppkabel liegt dem Bausatz hier so ein weißer Bindfaden bei. Das ist unter Modellbauern immer ziemlich verpönt. Meiner Erfahrung nach sieht es aber erstaunlich gut aus, wenn man das platziert. Also ich denke mal, für den Otto-Normal-Modellbau ist es vollkommen in Ordnung. Mich persönlich, ja, reizt es nicht so und ich habe da auch wunderschönen Ersatz dafür gefunden. Hier haben wir die Abziehbilder. Ihr seht, es ist nicht viel. 6 Balkenkreuze, Turmnummern und Chormarkierungen bzw. Divisionsmarkierungen. Das Ganze ist sauber gedruckt, ist auch relativ dünn, mit einem sehr minimalen Trägerfilm.
Da steht also nicht so viel über. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass der CMK-Bausatz, der an und für sich jetzt auch nicht fürchterlich ist, doch von verschiedenen Herstellern immer wieder aufgegriffen wird und auch verbessert wird. Finde ich wirklich gut. Academy ist hier auf jeden Fall weitergegangen als alle anderen vorher. Der Bausatz scheint ja nur auf dem CMK-Bausatz zu basieren. Die Teile sind anders arrangiert und eben auch detailsmäßig deutlich aufgewertet worden. Zum Beispiel eben ja, Innenseite der Turmluke, die Figuren, ja, zusätzliche Beladung, neue Ketten und so weiter. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus, so wie man das eigentlich von einem Tamiya-Bausatz erwarten würde. Ein paar Kleinigkeiten kann man natürlich verbessern, zum Beispiel der Bindfaden ist jetzt nicht optimal. Da habe ich jetzt hier von SKP-Model so einen Draht mit den passenden Ösen. Und wenn man ein Fahrzeug bauen will, das in Russland eingesetzt worden ist, dann kann man von MR-Modellbau hier noch so einen Rüstsatz kaufen, der noch ein paar so Riesenteile enthält, hauptsächlich zusätzliche Staukisten und auch schönere Blattfedern. Wie schon erwähnt, die Blattfedern sehen ein bisschen weich aus von der Detaillierung. Die sind wirklich traumhaft. Also man kann das Modell noch verbessern, aber ich würde sagen, auch schon aus der Schachtel gebaut macht es einiges her. Ich würde den Bausatz hier definitiv dem Bronco-Bausatz vorziehen. Bronco-Bausätze tendieren dazu, einfach sehr kompliziert zu sein. Also so kompliziert schon, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Wenn es mir schon so geht, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das Hobby vielleicht noch nicht so lange betreibt, da gern mal verzweifelt. Anderer Punkt ist auch der Preis. Der Academy-Bausatz ist vom Preis her, was man auch an Qualität kriegt, eigentlich unschlagbar. Das gute Stück kostet ungefähr 25 Euro. Da kann man wirklich nichts sagen. Macht einiges her. Ich bin auch froh, dass sich die Hersteller nach wie vor diesem hässlichen Entlein ein bisschen annehmen. Das ist mitunter mein Favorit. Ich mag Panzer III sehr gern, aber auch ein 38T und ein 35T. Also für alle, die da ein bisschen Interesse haben, kann ich nur Waffenarsenal Spezialband 37 empfehlen über den Panzerkampfwagen 3 35T. Es sind viele Fotos drin, auch von den verbündeten Armeen. Der Panzer war ja nicht nur bei den Deutschen eingesetzt, sondern zu Beginn eben bei der tschechoslowakischen Armee, als die Tschechoslowakei dann zerschlagen wurde, bei der deutschen Armee, bei der slowakischen Armee, bei den Rumänen und Bulgaren auch. Sah also sehr weiten Einsatz, wobei die Fahrzeuge sich da teilweise mehr oder weniger stark unterscheiden. Das muss man dann eben recherchieren. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal den Bausatz im Detail zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.